Wow! Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Ich bin Caro, 36 Jahre und fahre eine Afrika-Twin CRF 1100. Und das ist Julian, 31 Jahre mit seiner Tenere 700. Dies ist der Film über eine Reise rund um Sardinien und die Dokumentation ihrer Kosten. Die GPX-Dateien zur Reiseroute stehen auf meiner Internetseite zum Download bereit. Der Link dazu ist in der Infobox. Wir sind auf dem Hinweg nach Sardinien, wo uns der Comasee einen Tag lang in seinen Bann gezogen hat. Von hier aus verabschieden wir uns heute und fahren weiter nach Genua, wo die Fähre nach Sardinien ablegt. So, los geht es auf die Fähre. Ja, für mich das erste Mal Fähre mit der CRF. Ich finde das immer aufregend auf so Fähren. Das ist ja halt das, was man nicht jeden Tag macht. Ne? Immer die spannende Frage, ob die verzurren oder ob man selber verzurren soll. So, das sieht doch gut aus. Ah ja, guck, hier hat jeder so einen Gurt. Pralla. Ich weiß nicht. Hier sieht man, wer schon öfter auf Fähren unterwegs war. So Sonderknoten, irgendwie so richtige Experten. Ja Leute, so sieht's hier aus in unserem kleinen Zimmer auf der Fähre. Ist okay, kann man machen. Auf jeden Fall. Innenkabine leider, war nichts anderes mehr frei. Ist ein bisschen komisch, wenn man kein Fenster hat, finde ich. Dafür haben wir einen Spiegel und wir können halt jetzt die 10 Stunden lang schlafen und sind dann wirklich auch fit, wenn wir auf Sardinien ankommen und können dann direkt losfahren. Deswegen finde ich, lohnt sich das in dem Falle sehr. Und die ganzen Motorradsachen, sich irgendwie so einen Schlafsessel zu nehmen. Ist ein bisschen wie im Kino, ne? Nur, dass da kein Film läuft. 20 Euro. Julian testet das jetzt mal. Alter, der geht überhaupt nicht weit nach hinten. Das ist wie im Flugzeug, oder? Müll, das ist richtiger Müll. Wenn man überlegt, das hier kostet, glaube ich, 20, 30 Euro. Aber den Rest gibt's for free dabei. Zimmer kostet um die 100 außen und ich glaube Innenkabine 80. Genau, wird bestimmt eine entspannte Fahrt jetzt. Angestoßen. Tschüssikowski Festland. Jetzt heißt es endgültig auf zu neuen Ufern. Wir haben nichts zu befürchten, wir haben ruhige See. Volle Kraft voraus! Die Nacht legt sich über das Meer und die Wellen schaukeln uns in den Schlaf. Am nächsten Morgen heißt es dann... Ja, hier haben wir eigentlich Julians Bereich. Ein bisschen Morgengymnastik. Morgengymnastik im Bällebad? Ja, da kann man so durchkrabbeln. Ja, du weißt ja Bescheid. Nein, falscher Take. Sondern es heißt... Land in sich. Da ist sie. Die Karibik Europas. Sardinien. Die Trauminsel nicht nur für Motorradfahrer lockt das ganze Jahr über mit mediterranen Temperaturen und türkisblauem, kristallklarem Wasser. Wer wilde Landschaften, historische Städte und Strände liebt, der ist hier genau richtig. Wem das Anreisen mit der Fähre zu gemächlich vonstatten geht, der kann optional auch fliegen. 3 Flughäfen bietet Sardinien und dazu genug Möglichkeiten, ein Motorrad auf der Insel zu mieten. Erfolgreich angekommen. Los geht es. Erstmal von der Fähre runter, rein nach Olbia. Hallo. Viele Motorradfahrer sind auch hier schon. So, unsere ersten Kilometer auf der Insel sind quasi raus aus Olbia und dann südöstlich runter entlang hier des Meeres. Ja, während wir hier gerade unsere kleine Mittagspause am Straßenrand machen, ist hier im Hintergrund so eine Schafsherde ordentlich am Läuten. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Sarden auch von der Schafzucht
Leben herzerfrischend schön. Wir sind jetzt vom Meer oder von der Küstenstraße abgefahren und machen uns auf den Weg ins Landesinnere nach Nuoro. Dort hoffen wir in einem Motorradgeschäft, was uns in Olbia empfohlen wurde, ein neues Kommunikationssystem für Julian zu finden, denn sein Anschluss zum Laden hat wohl irgendwie einen Kurzschluss oder einen Wackelkontakt. Es ist auf jeden Fall nicht mehr möglich, das Gerät zu laden. Ja, so sieht es da gerade aus. Und deswegen gucken wir, ob wir jetzt hier noch auf der Insel ein neues bekommen. In Olbia waren wir in 2 Motorradgeschäften drin, die hatten beide keins. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ab von der Küste an. Und wirklich gut ausgebaut sind die Straßen hier, zumindest diese Hauptstraßen, sodass sich die 90 km/h, die hier erlaubt sind, wirklich gut fahren lassen. Und es ist erstaunlich wenig los. Okay, das mit der gut ausgebauten Straße, das hielt jetzt nicht ewig. Also es gibt dann auch wiederum so sehr flickenhafte Straßen, wo auch das ein oder andere tiefere Loch dabei ist oder die Straße ist so an der Seite so weggebrochen. Dann haben die da aber auch teilweise schon Absperrungen hingemacht. So war es zumindest bisher jetzt so. Und ab hier kommt wieder neue Straße. Juhu! Kurz vor Nuoro hat man ja auch schon richtig Höhe drin. Da kann man ganz toll runter gucken ins Tal und ja, mit Höhenangst wird der Magen auch kurz flau. Kakteen haben sie auf jeden Fall echt eine Menge. Hier tragen die Kakteen auch Früchte, ne? So rote Kugelfrüchte. Ja, die Leitplanke hat auch schon ein paar Autos oder Motorräder gesehen. In Nuoro fesseln bemalte Häuserwände meinen Blick. Davon gibt es auf Sardinien noch einige zu sehen. Beim Motorradhändler angekommen, sammeln wir die ernüchternde Erkenntnis. Leider hatten sie hier auch nichts. Tja, das war wohl nichts. Weiter geht's. Ja. Wieder zurück an die Küste Richtung Abatax. Hier wird's hügelig. Der Blick aufs Meer ist da. Oh, Esel. Oh, hallo. Das ist die SP27 hier. Schön ins Grüne und kurviger. Ja, stimmt. Die Bäume, die färben sich schon so langsam rot. Denn der Winter naht. Teilweise, wenn hier die Strecken, so kleine Wege rechts hoch gehen in den Berg, das ist dann schon für so Autos, glaube ich, teilweise sehr steil. Toller Ausblick von hier oben. Zurück am Meer. Der erste Campingplatz, den wir angefahren sind, der ist es dann auch direkt. Und zwar hier der Mare Blu. Was uns hier so gut dran gefällt, ist, dass wir hier unter den Bäumen stehen können. Schönes, schattiges Plätzchen. Zum Abendessen gibt es jetzt hier noch lecker Nudeln. Und ja, wir genießen hier den Platz, die Ruhe, die Nähe zum Meer und das Ganze hier mit den Motorrädern noch weiter zu erleben. Morgen mal richtig schön lange geschlafen und jetzt gibt's einen Kaffee. Das Wetter wird heute verregnet sein.
Das heißt, wir testen das Zelt auch das erste Mal bei Regen und ja, genießen das hier mal den Platz im Vorzelt zu haben. Das Vorzelt wird jedoch etwas verkleinert, weil der starke Wind es eindrückt. Mann, ist das stürmisch an der offenen See. Im Laufe des Tages klart sich das Wetter auf und wir schauen uns die Gegend zu Fuß an. Wer wissen will, wo hier der Bär steckt, der geht einfach mal in die Bar. Da lief gerade Modern Talking. Und jetzt ist das, wie heißen die? Bonnie M. Crazy like a fool. Like very cool. Und dort ist unser Campingplatz. Was ich halt ein bisschen nervig finde auf diesem Campingplatz ist, dass man hier Toilettenpapier und Seife immer mitnehmen muss. Ansonsten hast du das hier nicht auf den Toiletten. Ich weiß, für Italien ist das relativ normal. Ich als verwöhnte Deutsche finde das beim Campen halt einfach auch ganz schön, wenn ich das nicht jedes Mal mit auf die Toilette nehmen muss. Mit dieser Route an Tag 1 auf der Insel sind wir gut auf Sardinien angekommen und verbringen die ersten beiden Nächte auf diesem Campingplatz, für die jeder von uns 33 € bezahlt. Wir sind nun 6 Tage auf Reisen, haben 1530 Kilometer zurückgelegt und ich habe in der Zeit insgesamt 460 € ausgegeben. Darin enthalten die Benzinkosten mit der Afrika Twin, die Kosten für die Übernachtungen bis hierher, inklusive einem Ruhetag am Koma See. Essen kostet uns pro Person bis hierhin 67 €. Sonstige Ausgaben wie die Fähre nach Sardinien und die Vignette für die Schweiz auf dem Hinweg belaufen sich auf einen Zwischenstand von 187 € pro Person. Guten Morgen, Freunde. Ein neuer Tag hier auf Sardinien beginnt. Es ist so schön hier morgens, direkt einfach ans Meer zu gehen. Die Wellen habe ich die ganze Nacht gehört im Zelt und es ist so, so schön, weil man wieder so verbunden ist mit der Natur. Das Meer hat einfach was total Erdendes, finde ich. Also das ist so, man ist am Meer, man guckt da raus und sofort ist alles in dir ruhig und im Frieden. Gerade losgefahren hier vom Campingplatz wieder vorbei an den schönen Felsformationen hier. Geil, der Hund da hinten auf dem Auto mit drauf. Man hat sich schön den Fahrtwind gegeben. Das Wetter ist perfekt, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Wir haben übrigens einen Händler gefunden, der ein Kommunikationssystem hat hier auf der Insel. Der schickt das nach Cagliari, das liegt auf unserer Route in den nächsten Tagen. Und hier schlängeln wir uns auf der SS 125 immer weiter hoch. Wow! Guckt euch das an hier. Gönnt euch, Freunde. Guck mal hier, da wachsen die Kakteen direkt an der Straße. Kannst die Hand ausstrecken und hast direkt ein, ich sag nur 3,99 das Kilo, Freunde. Hier gibt's das umsonst. Die Neugierde, eine Kakteenfrucht, auch Kaktusfeige genannt, frisch vom Straßenrand zu essen, lockt mich dann so sehr, dass dafür sogar ein Opfer fallen muss. Mist. Wenn du denkst, der Ständer ist draußen und das ist er dann nicht. Ich wollte eigentlich hier so eine kleine Frucht abpflücken. Da, die wollte ich pflücken, weil ich doch gerne mal wissen wollte. Oh, krass, da ist direkt das Fruchtblatt. Oh, aber auch die Ruhe weg, die Karre liegt hier an. Aber ich wollte doch eine Frucht pflücken. Die Karre liegt hier einfach auf der Straße, gönn dir. Ja, das tun wir mal für später hier irgendwo. Ja, die wird ja da schon schlecht. Aber die sind geil, dass es hier einfach so am Straßenrand wächst. Mega. Ja, komm, da muss ich das jetzt mal aufheben hier. So, ich helfe dir. Vielleicht geht's auch so. Die Koffer können mir helfen. Warte. Soll ich mal, willst du alleine probieren? Mhm. Voll bepackt ist die CRF an dieser Stelle zu schwer zum Aufheben für mich. Aber hey, wir sind ja zum Glück zu zweit. 1, 2. Warte. Ja. Alles gut.
So viel zum Thema, wenn die Neugierde siegt. Zurück zur SS 125. Ich finde ja, wenn man langsamer fährt, dann hat man mehr Zeit, sich alles anzugucken. Deswegen fahre ich auch gerne langsam. Außerdem ist mir das halt viel lieber, dass ich gesund irgendwo ankomme, als schnell. Aber gut, jedem das Seine, ne? Du weißt halt auch nie, was hinter der nächsten Kurve auf dich wartet. Schaf, Kuh, Pferd oder ein lahmer Roller. Von daher, und die Ziegen, die sind auch da. Hallo, schöner Sound immer mit ihren Glöckchen. Ich glaube, das Gras schmeckt hier richtig geil. Das riecht nämlich super gut. Nicht, dass ich irgendwie Grasfresserin werden will, aber... Neben den Ziegen gibt es auf Sardinien auch wilde Schafe, die Mufflons. Sie wurden früher auf Korsika und Sardinien gejagt. Heute stehen sie unter Naturschutz. Genauso wie die Insel Asinara bei Porto Torres. Sie war früher eine Gefängnisinsel und ist heute ein Naturschutzgebiet, wo wilde, weiße Esel leben. Oh ja, ich glaube, das ist so die Straße, die man hier mal gefahren sein muss. Hat natürlich auch den Fakt, dass dadurch, dass sie so beliebt ist, echt viel los ist hier. Mit einer Fläche von 24.000 Quadratkilometern, das ist vergleichbar mit der Größe von Brandenburg, und 1,6 Millionen Bewohnern zählt Sardinien schon lange zu einem der Top-Reiseziele in Italien. Im Jahr 2022 kamen über 6 Millionen Touristen auf die Insel, also fast 6-mal mehr, als es Einwohner gibt. Und die Zahl der Besucher steigt jährlich. Also hier die SS 125 ist echt geil. Man hat die ganze Zeit einen richtig fantastischen Blick ins Tal. Bis ans Meer kann man hier gucken. Geil. Ja, das ist Fahrspaß pur. Man sieht so viele Motorradfahrer auch hier Mitte Oktober noch unterwegs. Ich glaube, das spricht für sich, ne? Dass die SS 125 auch weniger atemberaubende Teile beinhaltet, werden wir im Laufe des Tages noch herausfinden. Viele Radfahrer hier auch unterwegs. Die Insel scheint so klein und doch ist es gut, hier viel Zeit zu haben. Gerade mit dem Motorrad gibt es einfach so viel zu sehen. Ich habe ja von so vielen Leuten gehört, die auch schon 3-4 Mal hier waren. Und wir sind jetzt hier mal abgefahren von der SS 125, um mal eine der Straßen, die so ins Tal reinführen, zu nutzen. Schaut mal da vorne, was da auf uns wartet. Das ist es doch wert. Und es ist halt auch viel weniger los. Oh, jetzt, was ist das hier? Da hört plötzlich der Asphalt auf und es wird schottrig. Hey, das ist ja wohl der Hammer. Perfekt, genau das, was wir wollen. Wow! Wow! Und er da mit seinem dicken Laster. Jo, Jung, ich glaube, ich überhole den mal hier, ne? Ich glaube, das ist doch ganz okay. Der sieht mich gar nicht, ne? Vielleicht hänge ich hier frontal in einem Radfahrer drin. Was? Ziegen? Oh. Ah, da ist noch eine. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich aber. Oder ach, da ist noch eine in der Ecke. Ich bin mal so frei hier, mein Lieber. Opa, nicht erschrecken. Hoppala. Dankeschön. Ah, kurz vor der Kurve. Ich guck mal eben. Hier kommt aber, glaube ich, nichts. Der ist frei. Sardinien, ey. Das fetzt. So, Trier. Da sind wir jetzt hier. Das war der kleine Zwischenstopp, den ich eingegeben hatte, damit wir diese Straße fahren. Von hier aus geht es jetzt auf ähnlich hübschen Straßen. Hoffentlich auch weiter wieder Richtung Süden. Halt nicht am Meer entlang, sondern ein bisschen mehr durchs Landesinnere. Boah, was ein schöner Ausblick. Boah, 150 Meter Stoppschild. Die beschießen hier ihre Schilder, genauso wie die Korsen. Die Einschusslöcher sind vermutlich von Jägern, die zeigen wollen, was für erfolgreiche Schützen sie sind.
Oder aber es ist ein Zeichen der freien Meinungsäußerung der Sarden zu dem Thema Verkehrsvorschriften. Das Schießen hat jedenfalls eine lange Tradition auf der Insel. Als wir dem Straßenverlauf der SS 198 Richtung Süden folgen, kommen wir vollkommen unverhofft an einer Geisterstadt vorbei. Gairo Vecchio genannt. Das Dorf in der ehemaligen Provinz Ogliastra hatte damals 1500 Einwohner. Seit 1951 ist es verlassen. In diesem Jahr wütete vom 14. bis 19. Oktober ein schlimmes Unwetter auf ganz Sardinien. In Ogliastra fielen an jedem Tag zwischen 300 und 500 mm Regen pro Quadratmeter. Es gab heftige Überschwemmungen und Schlammlawinen. Straßen wurden unbefahrbar, Orte unerreichbar. Mit schwerwiegenden Folgen für Gairo Vecchio. Die Hälfte des Dorfes wurde von einer riesigen Schlammlawine begraben. Hier wächst einfach in diesem Haus drin, also wenn man das noch Haus nennen kann, ein Baum. Ich glaube, hier braucht man nicht mehr einziehen. Obwohl Sarden ihr ursprüngliches Territorium nur sehr ungern verlassen, war Umziehen angesagt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Dorf aufgegeben und an einem geschützteren Ort wieder aufgebaut. Da man sich wohl uneinig war, was der beste Ort dafür sei, spaltete sich das Dorf in 3 neue Teile. Gairo Sant'Alena, was heute nur noch Gairo genannt wird, und das Hauptdorf wenig oberhalb von Gairo Vecchio ist. Gairo Taquisara wurde ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt errichtet und hat ungefähr 300 Einwohner. Und der dritte Teil, Gairo Kadedou, heißt mittlerweile nur noch Kadedou und befindet sich in Meeresnähe. Der Name Gairo stammt vom Griechischen und bedeutet so viel wie fließende Erde. Ein Hinweis auf die traurige Geschichte des Dorfes. Durch den oberen Teil der Geisterstadt führt eine gut ausgebaute Straße, die offiziell befahrbar ist. Vor dem unteren Teil gibt es einen Parkplatz, von dem aus ein zwielichtiger Weg durch die Ruinen führt. Verbotsschilder kann ich hier keine entdecken, also frage ich mal Motorradfahrer, die ich dort treffe. Darf man da fahren? So? Du kannst zu Fuß gehen. Ah, okay, aber nicht fahren. Ah, okay. Ich weiß nicht, Wie die Straße ist. Aber es steht kein Verbotsschild. Man darf mal probieren, ne? Verbot ist das nicht. Nee. Ja. Wenn du willst probieren, Ja. mach mal. Wir schauen uns das mal einmal an hier. Unfassbar, was für eine Geisterstadt. Da hängt der Deckel noch so halb auf dem Haus. Ja, das geht aber doch wohl zu fahren. Also wir sind ja jetzt gerade von oben gekommen und da stand kein Schild, dass man hier nicht durchfahren darf. Von unten kommend jedoch stand da ein Schild. Also ich weiß nicht, ob das so ganz legal ist, ob da Leute was sagen, wenn die das sehen. Wir sind jetzt hier einfach so durch und das war okay. Aber ich kann euch nicht garantieren, dass das auch wirklich okay ist. Mit Gegenverkehr müsst ihr dennoch jeden Moment rechnen. Oh, vorsichtig, Auto von vorne, sorry. Ein kleines Abenteuer. Und? Riecht ein bisschen nach Pisse hier, aber es hindert uns nicht daran, hier eine Mittagspause zu machen. Trotzdem ein schöner Ort. An dem wir die Geschichte Sardiniens eindrucksvoll zu sehen bekommen. Weiter geht es auf der SP 11.
Oder sei. Cool hier. Sehr eng. Oh, okay, warte mal, da kommt ja nur schwer durch, ne? Eine Maßarbeit hier mit den Autos und dem Bus. Er musste seinen Spiegel einklappen, damit das irgendwie hintereinander ging. Von hier aus ist es jetzt noch so 1 Stunde 15 bis zum Campingplatz, den wir anpeilen. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Stunde, die da noch vor uns liegt. Naja, kaum zu glauben, dass das hier auch die SS 125 ist. Geil. Also das gilt nicht für die ganze Straße, sondern wohl nur für Teilabschnitte. Denn das hier ist jetzt ja nicht gerade spektakulär. Bevor wir jetzt zum Campingplatz fahren, gehen wir noch mal eben was einkaufen für heute Abend zum Essen. Und es ist erstaunlich warm, finde ich. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier im Sommer wirklich fast zu heiß ist zum Motorradfahren. Jetzt sind die Temperaturen wirklich perfekt. Von daher, ich würde sagen, so Ende Oktober, Anfang Oktober ist es echt eine gute Zeit. Vor allem ist es auch so, dass hier dann die Campingplätze günstiger sind. Eigentlich wollten wir heute einen schönen Campingplatz finden und dort einen Tag bleiben. Der erste Platz, den wir anfahren, glänzt mit luxuriösem Service. Katja! Da wir genug Eindrücke für heute gesammelt haben, entschließen wir uns, hier zu bleiben, auch wenn kürzer als geplant. Jo, wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Das Zelt steht schon. Also das sieht eigentlich total nett aus hier, wenn man das hier so sieht. Okay, die Nachbarn sind direkt nebenan. Ja, nur die Straße ist dann da. Mal schauen, ob wir noch einen richtig schönen Campingplatz finden, wo man auch direkt am Meer campen kann. So wie ich das mal in Kroatien hatte. Das war so geil. Wirklich mit direktem Blick ins Meer an der Klippe. Ey, mega. Das muss doch hier auch geben, oder? Also wenn ihr so einen Campingplatz kennt, schreibt den bitte mal in die Kommentare. Ich hoffe, wir finden so einen noch im Laufe der nächsten 2 Wochen. Nach wenigen Gehminuten über den Platz erreichen wir zum Glück eine tolle Stelle am Strand. Zwar weit entfernt vom Zelt, aber immerhin perfekt, um sich nach dem Tag in den Stiefeln die Füße vom Sand massieren zu lassen. Yes! Die perfekte Idylle zum Runterkommen, nachdem wir heute so viel Beeindruckendes gesehen haben. So endet der Tag, wie er begonnen hat. Friedlich am Meer. An diesem Tag sind wir erst Richtung Norden gefahren, tanken in Baunay und peilten dann den Süden an, wo wir auf diesem Campingplatz gelandet sind und pro Person 15 € zahlen. Knappe 200 Kilometer sind wir an diesem Tag gefahren. Dabei habe ich mit der Afrika Twin für 25 € getankt und für 11 € gegessen. Mit dem Preis für die Übernachtung liege ich heute bei Gesamtkosten von 52 €. Das hat auf jeden Fall maximal viel Spaß gemacht und macht richtig, richtig Bock auf die nächsten Tage, die da noch vor uns liegen. Kaum streckt die Sonne ihre ersten Strahlen Richtung Erde, schon zieht es mich wieder ans Wasser. Also hier waren schon Arbeiter heute Morgen und haben diesen Strand tatsächlich gehakt, wie man an meinen Schritten hier sehen kann, die dadurch deutlich sichtbar sind. Aber das Nette ist, die besonders schönen Burgen lassen sich stehen. Zurück am Zelt folgt Morgenroutine. Freunde, mal gucken, was hier die Kaktusfrucht kann, die wir da gestern vom Straßenrand mit einem hohen Opfer gepflückt haben. Oha, so sieht das Ganze aus von innen. Ich glaube, ich beiß da mal einfach so rein. Ich habe es noch nie gegessen, sowas. Hochgiftig sind die. Meinst du? Da sind Kerne drin, aber schmeckt super geil.
Von Villa Silmius geht es jetzt nach Cagliari, denn dort ist ein Motorradhändler, zu dem das besagte Kommunikationssystem geschickt wurde. So ein Kommunikationssystem ist gerade, wenn man Aufnahmen macht, um sich abzusprechen, echtes A und O. Und es ist ziemlich windig heute Morgen hier. Ja, teilweise denke ich echt, dass mir die Birne wegfliegt. So windig ist es. Das Ganze hier auf der SP17 sehr schön. Die ersten Kilometer vom Campingplatz aus direkt schön an der Küste entlang mit einem fantastischen Ausblick. Und ich glaube, da gibt es auch sehr schöne Strände. War sogar bewacht und mit einer Schranke, durch die man durch musste, vorbei am Pförtner, um zum Strand zu kommen. Es gibt ja auch Strandabschnitte hier, die gesperrt sind für Touristen, einfach weil da kein Sand mitgenommen werden soll, weil da Naturschutz betrieben wird, und von daher kann das auch wirklich sein, dass da so ein Zaun ist und man kann gar nicht dahin. Wenn man diese Strände übrigens trotz Verbot betritt, beziehungsweise von diesen Stränden Sand mitnimmt, kann das richtig teuer werden. Also die haben da Strafen, ich glaube, das waren irgendwie bis zu 1.000 Euro oder so, die man da zahlt, und sogar im schlimmsten Falle Freiheitsstrafen. Boah, das Wasser ist ganz türkisblau da unten. Man denkt ja immer auf den Fotos, das ist alles gefotoshoppt, aber hier stimmt das wirklich mit der Farbe. Deswegen sind hier wahrscheinlich auch so viele Touristen, die tauchen hier, die surfen, viele Wassersportmöglichkeiten, segeln. Da liegt Cagliari vor uns, aber da müssen wir uns auch erstmal hier so ein bisschen an der Küste entlang wursteln und dann rein ins Getümmel. So haben wir dann zumindest auch mal Cagliari gesehen, die Hauptstadt von Sardinien. Weiter Richtung Cagliari galoppiert, fällt mein Blick an einer Ampel auf den Lastwagen nebenan. Werden gerade Schafe transportiert. Sieht eng aus bei denen. Was lachen Sie denn so? Ich höre dich überhaupt nicht. Ach so, er hört mich überhaupt nicht. Na, das ist vielleicht auch besser so. So, Freunde, dann euch mal eine gute Fahrt weiterhin, ne? Genießt die Natur hier. Ihr seht toll aus. Oh, es geht ein Schubs durch die Menge. Ei, alle nicht angeschnallt. So geht das aber nicht hier. Oh, fuck. Entschuldigung. Oh Gott. Boah, krass, ich habe zu den Schafen geguckt und nicht nach vorne. Alter, Entschuldigung. Er guckt schon böse. Ja, sorry. Herz in der Hose. Alter Vater. Cagliari. So, das ist das gute Teil. Das hat sich ja wohl mal gelohnt hier. Das ist jetzt das 50S. Vorher hatte ich ja das 30K. Die haben aber die gleiche Basis. Deswegen muss man das jetzt nicht extra alles im Helm hier umbauen, sondern kann einfach das andere abziehen und das hier draufstecken. Das ist ganz entspannt. So, Mr. Julien, jetzt sagen Sie doch mal, wie ist es wieder hier im Intercom dabei zu sein? Das ist einfach ein tolles Gefühl. Eigentlich ist ja alles normal und trotzdem fühlt man sich so gut wieder. Ja. Also es ist ja einfach der Grundzustand, von dem man eigentlich ausging, den man ursprünglich hatte. Dann wird einem das einmal genommen und dann bekommt man es zurück und alles ist besser als vorher. Ja, wunderbar, oder? Ich finde es schön, dass du jetzt auch wieder mitreden kannst während der Fahrt. Ich glaube, die Leute finden es nicht so toll. Oh doch, ich glaube sehr. Apropos hören, ich höre immer so ein Klirren. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Bierflasche, die in meinem Koffer ist, die ja aus Glas besteht, dass die die war da... gerade noch heile. Ja, gerade noch. Aber jetzt hier bei den ganzen Hubbeln hier in Cagliari, da weiß man nicht, ob das Ding überlebt. Aus Cagliari raus geht es weiter auf der SS 195 Richtung Süden. Völlig unverhofft entdecken wir im Wasser neben der Straße etwas ganz Besonderes. Oh, da ist ein Flamingo. Der taucht. Nein, der ist nicht tot. Also, Freunde, hier unten an der Küste gibt es richtig schöne rosa Flamingos.
Am besten zu sehen sind die wilden rosa Vögel übrigens am frühen Vormittag, kurz vor Sonnenuntergang. Ihre Farbe kommt durch den Farbstoff Carotin zustande, der in den Schalen kleiner Krebstiere steckt, die sie fressen. So, hier soll jetzt gleich der Campingplatz sein, den wir uns rausgesucht haben. Ein paar Zelte stehen ja schon. Da ist der Eingang. Der ist geschlossen. Nachdem wir noch 3 weitere Plätze angefahren sind, die entweder geschlossen oder zu weit entfernt vom Meer waren, steuern wir die Insel Sant'Antioco am südwestlichen Zipfel Sardiniens an. Sie ist über einen Damm mit Sardinien verbunden, über den eine gut ausgebaute Straße führt. Oh, jetzt wird es hier ganz dünner Streifen, auf dem wir nur noch fahren übers Meer. So, wir haben dann doch wirklich endlich einen Campingplatz gefunden, der uns gefallen hat. Es gibt einen kleinen Pool dabei. Die ersten beiden Reihen waren hier reserviert. Zack, angekommen. Wunderbar. Ach, übrigens, eine Bar gibt es auch. Und wir haben sogar vom Zeltplatz aus, zwar nicht aus unserem Zelt, aber wenn man sich hinstellt, einen Blick auf das Meer, auf die raue See. Das ist wirklich sehr rau, das Meer gerade. Grüßerchen, Freunde. Damit geht ein neuer Fahrtag hier auf Sardinien zu Ende. So haben wir jetzt auf jeden Fall die Hälfte der Insel umrundet. Die Hälfte liegt noch vor uns. Wir genießen hier gerade den Sonnenuntergang. Wunderschön. Julio, lass uns nicht allein. Lass uns nicht allein. Geh nicht von uns. Er schaut hinaus in die weite See und er wird fort für immer weg. Niemand hat ihn mehr gesehen. Geh jetzt, er geht da pinkeln, na toll. Ja Leute, das ist das Ende von Video heute. Ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst einen Daumen da, weil es ist einfach eine schöne Umgebung. Ich freue mich, euch mitzunehmen hier. Und ich sage einfach, bestimmt wird noch besser nächste Tage, auch wenn nicht, ist schon gut genug jetzt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich habe Spaß, ihr habt Spaß, alle haben Spaß. Hauptsache wir haben Spaß, gell? Ja, mei, weißt du, jetzt geht mir auch der Dialekt flöten. Ich weiß auch nicht mehr, ob Russisch oder Bayerisch, ich weiß es auch nicht mehr. Da hilft nur noch die Sprache der Liebe. Okay, jetzt wird's kitschig. Das ist zu viel für diesen Tag. Kamera aus, bitte. Für 2 Nächte auf diesem Campingplatz zahle ich 34 €. Heute sind wir 190 Kilometer gefahren, mit Benzin für 25 € in der Afrika Twin. Für Essen heute und morgen gebe ich 41 € aus und so kosten mich diese 2 Reisetage insgesamt 100 €. Hey, kennt ihr dieses Kinderlied? Eine Schnecke schwer beladen, schleppt ihr Haus mit sich herum. Sie gibt Vollgas. Hier unten in Sant'Antioco, da sind wir gerade und das ist der Ausblick hier von unserem kleinen Strandsesselchen, wo wir soeben typisch sardisches Bier trinken. So,
So, wir nutzen den Ruhetag heute mal, um Wäsche zu waschen, weil in den letzten 8 Tagen hat sich da ein bisschen was angehäuft. Die Temperaturen führen dazu, dass man echt die ganze Zeit auf dem Motorrad sitzt und einen nassen Rücken hat. Da hilft auch das Zelt irgendwie voll mit diesen Außenstangen, habe ich gerade festgestellt, als Trockner. Und natürlich ebenso ein guter Wäscheständer, das Motorrad. Nachdem die Kleidung sauber ist, sind wir dran. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, einen Ruhetag einzulegen. Es ist so schön, mit ein bisschen Zeit hier einfach das Meer zu genießen. Toller Platz, echt. Wow! Huhu. Das ist ein echtes, kleines Happy End innerhalb dieser Reise auf der Suche nach einem paradiesischen Campingspot. Ich habe ein bisschen Angst vor Haien. Ich weiß nicht, ob hier Haie sind. Kann sein. Hier wurde vielleicht die ein oder andere Hai-Doku zu viel geguckt. Zum Glück habe ich einen starken Beschützer an meiner Seite, der mich im Fall der Fälle rettet. Glaube ich zumindest. Oh, eine Welle! Oh mein Gott, oh mein Gott! Mit diesen traumhaften Erinnerungen im Gepäck werden wir uns in den nächsten Tagen die Westküste Sardiniens vorknüpfen. So, ich liebe das ja, wenn ich das Motorrad anmache und hier so richtig geil, alles voll getankt. Chaka, der Tag heute ist gerettet, denn der beinhaltet nun aktuell den Plan, ungefähr 2 Stunden, also 100 Kilometer hochzufahren zu einem Campingplatz. Geht's los? Geht los. Check. Kaum auf der Sitzbank der Afrika Twin Platz genommen und in Fahrt gekommen, muss ich an einem der vielen Wandbilder anhalten, die mich immer wieder faszinieren. Sie erzählen vom Alltag der Sarden, wie sie Schafzucht betreiben und auf der Insel im Einklang mit der Natur und den Tieren leben. Fast so wie wir, mit den Motorrädern statt mit den Tieren. Kreisverkehre mögen die Italiener ja auch wirklich gerne. Finde ich auch besser als eine Ampel. Plötzlich müssen wir anhalten. Bevor die Bewusstlosigkeit eintritt. Ja, Julian wurde gerade von einer Wespe oder so gestochen. Hier ist Glas, pass auf. Wo war das? Siehst du da was? Es ist warm. Ich fühle doch, dass hier irgendwas Kleines drin ist. Da ist was, ja. Das ist ein Stachel von einer Biene oder sowas, ne? Auf den Stich hat Julian zum Glück keine allergische Reaktion gezeigt, sodass wir die Fahrt ungetrübt fortsetzen können. Orangene, sandaufgeschüttete Berge. Bergkuppen, die neben der Straße hervorgucken und majestätische Häuser, die in den Hang gebaut sind und dort zu vereinsamen scheinen. Hier gibt es viel zu sehen. Straße, wenig los, keine Wohnmobile, die ja vor einem herkriechen. Iglesias, hier darf man nicht hupen. Oder was bedeutet das? Jo, wir steuern hier gerade auf so einen Fluss zu, der rechts von uns liegt. Auf der SS 126. Nee, da ist nichts mehr los. Oh krass, ist einfach komplett ausgetrocknet. Oh, das ist aber traurig. Jo, Motorradfahrer, moinsen. Buongiorno. Und noch einer, der hinter einem Van klebt. Hello. Das ausgetrocknete Flussbett verbildlicht die dramatische Lage, die besonders im Sommer 2024 auf Sardinien herrschte. Da hatte die große Hitze in Kombination mit anhaltender Trockenheit massive Auswirkungen auf die Wasserversorgung. So sehr, dass auf der Mittelmeerinsel der Notstand wegen Wasserknappheit ausgerufen wurde. Davon haben wir jedoch bis auf das ausgetrocknete Flussbett nichts mehr mitbekommen, als wir im Oktober desselben Jahres auf der Insel sind. Als ich während der Fahrt auf das Navi schaue, frage ich mich, was die Abkürzung SS und SP in den sardischen Straßennamen bedeutet. Die Recherchen ergeben Folgendes.
SS steht für Strada Statale. Diese Straßen stehen unter staatlicher Verwaltung und verbinden meistens Städte, Grenzübergänge, Flughäfen und andere wichtige Zentren. SP bedeutet Strada Provinciale, also Landstraßen, die unter der Verwaltung einer Provinz stehen. Plötzlich sticht vom Straßenrand der SS 126 ein herabgekommenes Gebäude in unser Blickfeld. Das Straßenschild Minera Su Tsufuru gibt Auskunft, wozu die Ruine gehört. Ich wollte mir das mal einmal angucken hier. Oh, coole Straße hier. Schön. Das lohnt sich voll. Guck mal, da unten sind wir gefahren. Boah, das lohnt sich so hier abzufahren von der Seite, ne? Hier kommen Steine, Felsen. Das Bergwerk Su Tsufuru wurde 1889 in Betrieb genommen. Zunächst wurden Blei und Zink und später Fluorid abgebaut. 1993 wurde das Bergwerk geschlossen und 2016 für Besucher freigegeben. Ja, hier wohnt wohl auch schon länger niemand mehr. Es liegt an einem steilen Hang mit dem Eingang oben und den Verarbeitungsgebäuden auf Terrassen darunter. Am unteren Teil des Bergwerks weht die Flagge der Sarden, bestehend aus einem Georgskreuz und 4 enthaupteten Maurenköpfen, die in jedem Viertel ein weißes Stirnband tragen. Weiter oben im Berg zeigt sich ein Bild, auf dem das Band der Mauren nicht auf der Stirn, sondern auf den Augen der 4 Mauren gebunden ist. Dies ist die ältere Version der sardischen Flagge, wie sie vor 1999 existierte. Über die Bedeutung finde ich lediglich Hypothesen. Bekannt kommen mir die Bilder vor, da sie zum Nationalbanner Korsikas erstaunliche Ähnlichkeit haben. Es lohnt sich hier auf jeden Fall, links und rechts der Straße Ausschau zu halten nach Minen oder eben irgendwelchen Quellen. Denn das sind dann oft auch Orte, wo es ja ein bisschen Lost Places mäßig aussieht. Und ja, man kann dann teilweise zwar nicht auf das Gelände selber, aber so wie hier kann man doch schon viel sehen. Und das ist echt sehr beeindruckend. Also Sardinien zeigt sich von der Seite, die ich jetzt nicht so klassisch finde. Also wofür Sardinien ja eigentlich bekannt ist, sind ja die Strände, die so karibisch sein sollen. Was mich einfach aber auch viel mehr interessiert, weil ich nicht so diejenige bin, die gerne am Strand rumliegt, ist einfach dieses, ja, Geschichte erfahren. Also schon echt spannend, lohnt sich. Was ist da hinten jetzt? Ich glaube, da vorne geht's hoch zur Grotte. Was meinst du denn? Sollen wir da zu der Grotte hinfahren? 3 Kilometer ist es ausgeschildert. Könnte man mal einfach machen. Ich denke, das ist hier eher so zum Wandern gedacht, aber... Julian checkt mal den Weg, ob er trotz Steinen und Enge mit dem Motorrad befahrbar ist. Und? Ja, das wird zum Teil schon ein bisschen enger. Okay, anscheinend ist es hier ganz gut zum Motorradfahren. Da kommen uns gerade welche entgegen. Ey, cool. Afrika Twin. Moin. Geil. Voll die Gruppe, ey. Mega. Die kommen von da oben. Hello. Do you know the track? It's possible to ride? Er erklärt uns, ja, dass der Weg mit dem Motorrad zu befahren ist. Ah, okay. Perfekt. Cool, thanks. Have a good ride. Cool. Wir machen's, Freunde. Sieht hier auf jeden Fall schön aus. Absolut. Man guckt halt direkt unten auf die Straße. Ja. Schön hier. Ja, und vor allem jetzt hier, guck mal, der Baum, der da wächst, mitten auf dem Weg, traumhaft. Wow. Pass auf, hier ist... Wow. Aber das ist schon ein toller Ausblick. Spinnchen fährt schon mit. Liebe Ilse Bilse, bleib mal da, wo du bist. Ilse Bilse. Was will sie? Ja, unser Campingplatz ist noch eingegeben, 27 Kilometer von hier entfernt, aber wir gönnen uns das hier.
Wir haben ja Zeit. Oh, das wird hier doch hier so ein richtiger Single-Trail, ne? Ja, mit 4 Rad ist hier, glaube ich, nicht ganz so. Nur für die ganz Schmalspur. Akrobaten hier. Aber da kriegt man so Lust auf Offroad noch mehr hier, ne? Ja. Ich glaube, das ist der Charme, den die Insel für uns hat. Mitten durch den Busch, ne? Buschig. Es geht hier aber auch echt so runter, ne? Ja, hier sollte man besser nicht unsicher sein beim Fahren. Sonst wahre das, Freunde. Dann geht es schneller bergab, als man sich das vorgestellt hat. Boah, und dieser Ausblick. Mann, geil. Ja, ich glaube, hier muss man schon echt wirklich ein bisschen mehr aufpassen, weil hier geht es ja rechts richtig runter. Am Ende des Weges geht es zu einer Grotte, die man gegen Eintritt besichtigen kann. Da muss man laufen. Da wir die voll bepackten Motorräder ungern verlassen möchten, beschließen wir, uns in den kommenden Tagen eine andere, größere Grotte anzuschauen. Boah, habe ich Staub in der Gesicht. Boah. Ah, wir kommen hier auf den Touri-Parkplatz. Ach, da sind sie. You can follow me. Ah, cool. It's a great part. Wow, fun. Yeah, it's beautiful. You must go to Montevideo. Montevideo? Okay. Bye. Ja, hier. Cool. Den nehmen wir mal mit. Er bietet Enduro-Touren auf Sardinien an und sagt, dass es auf der Westseite besser zu fahren ist als auf der östlichen. Das gibt uns natürlich Hoffnung, denn genau der Westen liegt in den nächsten Tagen weiter vor unseren Reifen. Bilder an den Seiten. Oh, toll. Toll, jetzt kommt hier so ein Tunnel. Was, kommen wir da durch? Yay! Jetzt kommt gleich eine extreme Linkskurve. Ja, ganz links, ganz links, ganz links. Jetzt hier rein. Hoppa, hopp. Und hier, hopp, hopp. Ui, ui. Oh, Wohnmobil. Oh, scheiße. Alter Shit, ey. Ja, kurz vor Koffer. Mein Koffer überlebt immer nur knapp, aber noch überlebt er. Charakteristisch für die Gemeinde Arbus, in der wir uns hier bewegen, sind archäologische Fundstellen wie Überreste von Bauten der Nuragen-Kultur aus der Bronzezeit, wie zum Beispiel diese Ruinen. In dieser Gegend sind Industriedenkmäler des Bergbaus keine Seltenheit. Nach dieser fantastischen Straße bei Sonnenschein und blauem Himmel sind wir beim Campingplatz angekommen. Der ist mal so richtig geil abgeschieden hier. Hier sind wir so richtig in Ruhe. Ist richtig geil schattig. Love it, voll die Ruhe wie im Wald. Perfekt. Ja, wir haben jetzt hier für 2 Bier, das sind ganz besondere Biere, müssen es sein, denn sie haben zusammen mit einer Flasche Wasser, wie viel gekostet? 20 Euro, 8,50 Euro pro Bier. Alter, das ist schon happig. Dann werden die ja jetzt wohl hoffentlich schmecken unter diesem wunderschönen Sonnenschirm direkt am Campingplatz. Das war es uns jetzt wert, nicht nochmal extra los zu müssen für 25 Minuten bis zum nächsten Einkaufsladen. So, und weil man uns gesagt hat, Essen gehen lohnt sich, machen wir das gleich nochmal. Da hinten sieht man das näher. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ende für einen grandiosen Fahrtag mit vielen Überraschungen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Campingplatz jetzt gefunden haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir echt gut schlafen werden. Da kann das Lotterleben beginnen, ne? 17 Euro kostet die Nacht pro Person auf dem Campingplatz. Entspannte 117 Kilometer sind wir heute gefahren. Das Essen schlägt an diesem Tag mit 24 Euro pro Person zu Buche. Ergibt heute einen Preis von 41 Euro für das Reisen. Der nächste Morgen beginnt mit einer ernüchternden Erkenntnis. Milch, die man im Tankrucksack mit sich herumfährt, während es warm ist und das Motorrad geschüttelt wird, flockt. Heute geht es die erste, wirklich geplante Etappe Offroad fahren. So, hier in der Nähe von Arbus sind wir jetzt. Hier
etwas oberhalb von Jospini. Da geht's jetzt quasi. Das ist ein Track, der geht irgendwie 250 Kilometer fast hoch bis, ja, fast nach Sassari. Den werden wir sicherlich nicht komplett schaffen heute, aber zumindest starten wir mal und gucken, wie weit uns der Tag heute bringt. Los geht's! Da geht's lang. Das sind Baby und Tina auf Amadeus. Jetzt wird's etwas enger, aber kein Problem. Wir fahren hier einfach durch. Ja, wir sind am Meer. Da ist ein Ordner. Der sagt einem jetzt wahrscheinlich, no sorry, you can't drive here. Ja, das war das dann wohl, ne? Da kommt ein Mountainbiker. Sehr schöner Weg hier. Plötzlich versperrt eine ziemlich große Pfütze den Weg. Oh, So. das ist schön. Einfach weit gucken, dann geht's. Zweiter Gang oder was hattest du? Ersten. Und dann einfach Gas geben, so gut es geht. Sehr gut, ne? Ja. Boah, bin ich krass, ey. Geil. Kamera, Michael. Eine Kamera hier. Nehmen das auf. Und ja durchfährt jetzt. Die Radfahrer nehmen dann doch lieber den weniger spritzigen Weg, während wir uns ins Vergnügen stürzen. Auf welch holprigen Wegen die Wohnmobilisten Sardiniens unterwegs sind, überrascht uns an diesem Tag besonders. Nicht schlecht, Herr Specht. Achtung, Gefahr. Möglichkeit plötzlicher Flutwellen, auch zufolge von Betätigung der Staudammschütze. Naja, sieht jetzt nicht so aus. Schöner Blick hier nochmal. Von oben, da unten waren wir ja gerade da. Oh, der Weg ist auch ein bisschen besandet. Da muss man gucken an den Seiten. Jo, hier ist jetzt richtig Sand. Aber nur ein Stück, ne? Die haben sich auch hier gemütlich gemacht an einem tollen Platz. Der wilde, grüne Westen Sardiniens ist aus touristischer Sicht die eher beschauliche Seite der Insel. Dafür punktet diese umso mehr mit kraftvollen Naturschauspielen wie spektakulären Klippen und Felsformationen sowie riesigen Lagunen und Schutzräumen für viele bedrohte Vogelarten. Es ist viel weniger los als auf der anderen Seite der Insel. Wilder, weniger los und irgendwie, also uns gefällt es hier definitiv besser von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, hier hat sich dann doch nochmal die Natur wirklich gewandelt, wenn man hier so den Strand betrachtet. Hier sind die ganzen Sanddünen. Das ist echt was für Badegäste, das ist echt ein Paradies hier. Und zum Motorradfahren macht es natürlich auch Spaß, den Ausblick hier zu genießen. Ja, hier ist auf jeden Fall jetzt gleich ein Shop. Erstmal Wasser kaufen, ey. Oh, ich habe gerade schon irgendwie bestimmt 3 Liter Wasser verloren. Ich bin sowas von nass geschwitzt. Unbedingt mal hier das Obst aus Sardinien essen und den Schinken. Sehr lecker. Die Küstenlinie entlang der Costa Verde bietet atemberaubende Ausblicke und ist perfekt für alle, die einen sehr ruhigen, naturverbundenen Urlaub zu schätzen wissen.
Als wir so an der Küste entlang dümpeln, jederzeit bereit, der nächsten Abfahrt ins Gelände zu folgen, begegnet uns der Ort Torre dei Corsari. Und es ist um uns geschehen. Die Schönheit dieses kleinen, idyllischen Städtchens hat magnetische Anziehungskraft. Und plötzlich erscheint uns die Hitze des Tages viel zu hoch für weitere Offroad-Aktivitäten. Minimalistische 30 Kilometer sind wir heute gefahren. Mit 55 € pro Person für 2 Nächte lohnt es sich hier, einen Ruhetag einzulegen. Das Zimmer inklusive Frühstück gibt es außerhalb der Hauptsaison wohl nicht. Also haben wir uns das jetzt im Market nebenan geholt. Was man auf jeden Fall hier testen sollte, ist die frisch abgeschnittene Wurst, die man in den Markets kaufen kann. Die ist so stark geschmacklich und sehr, sehr aromatisch. Also Fleisch und sowas können die hier echt richtig gut. Genauso wie Käse. Wir machen uns heute einen richtigen Chili-Vanilli-Ruhetag und haben gerade festgestellt, dass es hier ein richtig schöner Ort ist, wenn man Ruhe mag. Wenn man hier im Zimmer liegt, ist es wirklich komplett still. Das Einzige, was man halt hört, draußen die Vögel, heute Nacht ein bisschen die Mücken. Der Name Torre dei Corsari bedeutet auf Deutsch Piratenturm und meint einen Genueser- oder Sarazenenturm, von dem die Siedlung ihren Namen hat. Sarazenentürme sind kleine, meist runde Signaltürme, die von den Genuesern oder Pisanern während ihrer Herrschaft über Korsika und Sardinien an allen Küsten der Insel zum Schutz errichtet wurden. Solche Türme gibt es hier echt überall auf der Insel, ganz verstreut, vor allem an der Küste. Von dort aus wurde damals die Insel gesichert, geguckt, ob irgendwo Angreifer kommen und dann entsprechend Alarm gegeben, wenn es so war. So ein Turm ist ca. 12 bis 17 Meter hoch und an seiner Basis 8 bis 10 Meter dick. In Sichtkontakt zueinander gebaut, konnte von dort aus mit Kanonenschüssen oder Feuersignalen telegrafiert werden. Da sieht man mal, was so ein Gemäuer für eine Dicke hat. Also hier quasi bis da ist das Fenster, also die Mauer vorm Fenster, und dann geht es hinter dem Fenster noch weiter rein. Also alles von Hand verputzt und gemüht. Schöne Maurerarbeit. Das Ganze mit Steinen, die hier wahrscheinlich einfach aus den Felsen rausgebrochen wurden und dann mit Lehm verputzt. So schön hier morgens entlang zu laufen. Und das muss man auch morgens machen, würde ich sagen, weil da ist nochmal alles in einem etwas anderen Licht und es ist nicht ganz so heiß. Ja, wirklich, Temperatur ist echt super angenehm gerade. Boah, hier ist bestimmt schön zu schwimmen. Der Ferienort Torre dei Corsari an der Westküste Sardiniens, südlich von Oristano und nördlich der Costa Verde, lockt mit einer 47 Kilometer langen Küste. Fantastisch. Kleiner Sandstrand wie im Bilderbuch. Nördlich davon liegt ein militärisches Sperrgebiet, was von Oktober bis Juni von der NATO zu Übungsflügen genutzt wird. Davon haben wir hier Mitte Oktober allerdings nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil. Was wir hier erleben, ist ein Paradies aus feinem Sand, glasklarem Wasser und Karibik-Feeling. Angenehm, sehr angenehm, wirklich. Die Westküste ist der absolute Traum, Leute. Sardinien! Als es Abend wird an diesem Ruhetag, tauschen wir Bikini und Badeshorts gegen Motorradanzüge und wollen die Stimmung des Sonnenuntergangs beim Fahren einfangen. Mega! Jetzt, wo die Dunkelheit so langsam hereinbricht, werden auch die Temperaturen angenehmer, sodass man nicht das Gefühl hat, auf dem Bike davon zu schmelzen. Wenn ich so einen traumhaften Ort finde, stelle ich mir immer vor, wie es wäre, hier zu leben. Die Lebenshaltungskosten auf Sardinien sind im Vergleich zum italienischen Festland relativ niedrig.
insbesondere was Wohnraum und Lebensmittel betrifft. Aber ob man die Schönheit eines solchen Ortes wohl noch sieht, wenn man sie jeden Tag des Jahres vor der Nase hat? Für uns Münsterländer ist das hier ein echtes Kontrastprogramm, was die Lust auf das Reisen enorm hochhält. Die Abwechslung macht's. Denn das macht das Leben bunt. In den 2 Tagen hier geben wir pro Person 25 € für Essen aus. Zusammen mit den Hotelkosten liegen wir für diese Zeit bei insgesamt 80 €. So ist unser Plan für diesen Tag sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Und das ist auch gut so. Morgen heißt es dann aber wirklich: Sardiniens Offroad-Strecken, wir kommen. Guten Morgen hier von Sardinien an einem neuen Reisetag. Wir fahren gleich über diesen Fluss da mit einer hübschen Straße Hin zum kleinen Örtchen Macedi. Das ist, glaube ich, hier so eine richtige Fischersiedlung. Ganz klein und verschlafen. Hier findest du, glaube ich, keine einzige Hotelanlage. Und dafür aber super viele kleine, schnuckelige Häuschen. Hier wohnen bestimmt lauter Fischermänner, die jetzt gerade auf dem Wasser sind mit ihren langen Regenhosen und Stiefeln. Och, schön. Guck mal, so ein Haus mehr brauchst du nicht. Ey, guck dir das an. Auto von vorne. Aber der guckt auch nicht nach vorne. Super. Und er streicht Via Orsay. Ach nee, ist das schön. Aber sollen wir hier ein Foto machen? Von dem sympathischen Fischerörtchen aus folgen wir dem Track, den wir auf Wikilog kostenlos heruntergeladen haben. Er soll uns Offroad führen. Ja, aber entspannt. Man kommt halt vorwärts, hat aber nicht die ewig gleichbleibende Asphaltstraße, sondern taucht hier mal so ein bisschen mehr ein in die abseits gelegeneren Areale neben der großen Straße. Und hier wieder alles voll Kakteen. Oh, wir können hier noch mal ein paar Früchte pflücken. Wie das beim letzten Mal geendet ist, wisst ihr ja. Und eine Pause machen und was trinken, ist nämlich echt heiß. Ich habe schon wieder 3 Liter Wasser verschwitzt. 32 Grad, sagt Julians Anzeige. –30 Grad in der Steppe Sardiniens. Dort paaren sich gerade einige Libellen und nutzen noch die romantische Stimmung, die hier herrscht. Die Sarden haben sich es nicht nehmen lassen und haben dem Busch ein rotes Schleifchen verpasst. Und auf der anderen Straßenseite verpasst Julien dem Wegesrand einen stylischen Schliff. Und natürlich die Afrika-Twin. Hier schön steinig. Radfahrer nicht umpöllen. Oh, die sind auch schon braun gebrannt. Das Meer. Tolle Straße hier. Lalalala. Rasieren wir den Busch oder er uns? Wir wissen es leider nicht, aber wir fahren einfach weiter. Ich habe ein Motorrad, einen Reisebegleiter und eine Kamera. Das ist alles, was ich brauche. Ein Zelt und eine Isomatte. Ja, noch eine Patte mit ein bisschen Geld zum Essen. Und rechts ab geht das Navi. Wir folgen ihm und haben eine gute Zeit. La 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 la. Julien erträgt meine gute Laune am heutigen Tag mit Fassung. Der ist das schon gewohnt, dass ich Kinderlieder singe, wenn ich mich freue. Ich weiß gar nicht, ob hier so viele Enduristen unterwegs sind. Wir haben ja den einen jetzt da getroffen letzte Tage.
Enduro-Wandern auf Sardinien ist definitiv etwas, was wir euch empfehlen, wenn ihr mal auf der Insel zu Besuch seid. Ob mit geliehenem Motorrad oder dem eigenen, es ist eine Erfahrung wert. Meine Anzeige sagt 36 Grad. Ey. Boah, ey, das mir läuft auf die Suppe hier. Es gibt doch so ein Lied auch, ne? Ich sing schon wieder. Entschuldigung. 36 Grad? Heißt das nicht? Das Lied heißt doch irgendwie 36 Grad. Ah, egal. Es gibt, glaube ich, 30 Grad. 30 kolumbianischer Schnee. Was? Oh, hier wird's matschig. Wow. I love it! Woohoo! And again. Boah Leute, ich könnte das 100 Mal machen. Ich liebe das, durch solche Pfützen zu fahren. Das ist einfach mein absolutes Oberhobby. Upsi. Alter, die Kamera ist einfach komplett nass. Ey, das ist so ein geiler Ort hier mit diesem Höhlengebilde über mir. Krass. Und da kann man teilweise durchgucken bis in den Himmel. Geil. Hier haben bestimmt mal früher Menschen auch drin gelebt, in diesem Höhlenabschnitt. Hier bei Piola Sardo können wir jeden Zentimeter Bodenfreiheit angesichts der dicken Steine sehr gut gebrauchen. So, hier schöner Küstenweg. Boah, sieht das geil aus. Wenn man da geradeaus runterfährt, dann war es das. Down by the river, by the boats, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on a riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Oh, jetzt kommt hier richtig sandig. Boah, scheiße. Nach hinten lehnen und irgendwie Gas geben. Ich habe meine Traktionskontrolle noch leider drin. Komm. Yes. Oh je, scheiße, jetzt kommt hier totaler Sand. Ich gebe einfach Gas. Das wird nix. Oh, scheiße. Wow, was eine Piste hier. Dieser Sand hat uns jetzt gerade sehr überrascht. Boah. Ey, heftig hier. Echt komplett feiner Rieselsand. Ja, das kann ja was werden hier. Oder willst du einen alternativen Weg fahren, lieber? Natürlich nicht. Umdrehen, wo die Herausforderung erst so richtig beginnt, auf gar keinen Fall. Also rein ins sandige Vergnügen. Wasser ist intus, dann geht's jetzt weiter. Hier dürfte es jetzt gleich eine Stelle geben, die ein bisschen tricky ist, weil da vorne gleich so eine Wendung kommt nach oben rechts und da sind so dicke Steinchen. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Gucken, dass ich jetzt hier aus dem Sand rauskomme. Hier lässt man einfach rollen. So, und jetzt kommen da gleich rechts die Steine und da war, glaube ich, mittig ganz gut. Ist aber echt tricky. Mit den Koffern. Ja, die Koffer hemmen mich hier tatsächlich etwas, da ich Angst habe, den Fuß darunter zu bekommen. Komm schon. Und hoch das Bein. Und jetzt du. Nicht schlecht. Damit wisst ihr jetzt, wie schön leicht es aussehen kann, wenn man einfach selbstbewusst Gas gibt und dem Motorrad und den eigenen Fahrkünsten vertraut. Ich übe weiter und finde, Offroad-Fahren macht hungrig. Ein wildes Karo am Wegesrand. Aber richtig geil heute, ne? Was echt Einmaliges da. Das ist schon jetzt echt eine geile Strecke, auch die zu dieser späteren Tageszeit zu fahren. SB 105, vorher war es die 49. Es schlängelt sich hier so ganz wunderbar und die Temperaturen sind auch mit 28 Grad zum ersten Mal heute einigermaßen erträglich, ey. Wir haben jetzt hier noch
auf gut Glück einen Campingplatz gefunden. Eigentlich hätte der schon zu, also er macht für uns jetzt noch eine Nacht quasi auf. Das hier ähnelt sehr einem Wildcampingplatz, weil hier ist wirklich niemand. Jo. Das Zelt steht, der Tag war super. Das Camp Nural ist mit 13 € pro Person die Nacht die günstigste Schlafgelegenheit auf dieser Reise. 223 Kilometer legen wir heute zurück. Dabei tanke ich für 22 € und zahle 15 € fürs Essen. Tagesgesamtpreis runde 50 €. Der Tag bricht an. Die Nacht auf dem etwas mysteriös wirkenden Campingplatz war geprägt von Tierstimmen und Flugzeuglärm. Zeit, weiterzufahren. Wir wollen nach Alghero und bleiben auf dem Weg dahin an einem Hotel in Meeresnähe hängen. Von hier aus haben wir einen tollen Blick auf die, wie manche sagen, schönste Stadt der Insel. Auf einer kleinen Landzunge positioniert ist Alghero an 3 Seiten von Wasser umgeben, was diese Festungsstadt an der Westküste zu etwas Besonderem macht. Hier werden wir einen Tag lang Ruhe tanken und tiefer in das Leben an diesem Ort eintauchen. Es lohnt sich besonders, frühmorgens zum Strand zu gehen, weil es dann noch so schön leer ist dort. Außer der Gesellschaft einer Katze und einer Spaziergängerin waren wir alleine. Eine Nacht im Oasis Hotel inklusive Frühstück und Kurtaxe kostet pro Person 39 €. Mickrige 40 Kilometer fahren wir heute, tanken müssen wir nicht, aber essen. Und dafür gibt jeder von uns heute 23 € aus. Tagesgesamtpreis 62 €. Eine Blüte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und das bei dem blauen Himmel. Wonderful. So ausnahmsweise heute mal ohne Kombi unterwegs, da wir gleich in der Kombi, wie wir gerade angezogen sind, auch durch die Grotte gehen. Und 40 Minuten mit Motorradkombi und so wollten wir uns das nicht antun. Ist auch nur ein ganz kurzes Stück bis zum Capo Caccia. Da müssen wir quasi jetzt das Ticket noch bezahlen, was wir gestern reserviert haben. Der Eintritt für die Grotte kostet 14 €. Es sei denn, man hat so ein Alghero-Ticket. Damit könnt ihr die Grotte und andere Sehenswürdigkeiten besichtigen. 40 Minuten geht die ganze Führung. Ich bin so gespannt. Los! Voll ungewohnt, so ohne dicke Gepäckrolle hinten drauf und so, ne? Oh, jetzt machen wir das mal so wie die Italiener. Die fahren hier nämlich sogar noch mit kurzer Hose, T-Shirt. Einmal fühlen wie ein Italiener, oder? Ja, das war doch geil, oder? Hat sich voll gelohnt. Es geht jetzt hier auch wirklich relativ gerade die ganze Zeit nur parallel zum Strand entlang auf dieser Straße. Das dürfte alles ganz glimpflich hier verlaufen. Ganz glimpflich verlaufen? Ja, ich finde, es ist schon ein ungewöhnliches Gefühl, wenn du mit so weichen Sportschuhen fährst. Also meine haben hier so eine, eigentlich nur so eine Stoffummantelung und unten pur Gummi, was sehr, sehr lose ist. Ich finde das schon ein bisschen komisch, damit zu fahren. Das fühlt sich so geil an. Ich Ja. liebe das ja richtig. Wind an der Haut. Ja. Diese Leichtigkeit. Ich finde, das ist auch so ein richtig, nochmal ein besonderes Gefühl so beim Fahren. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Auch irgendwie eine Form von Freiheit. Ne? Klar, ist das jetzt nicht so sicher. Klar, wenn irgendwas passiert. Aber so, seien wir mal ehrlich, beim Fahrradfahren müsste man theoretisch auch komplett mit Schutzkleidung fahren, weil wenn du mit 30, 40 auf Schotter hinfällst oder sowas, hast du auch die ganze Haut auf. Wenn du davon halt Videos online stellst, wie du das machst und du bist irgendwo ein Vorbild, Ja, das stimmt schon. dann ist es halt schon verwerflich. Aber ich denke, Leute, ihr kennt mich, ich fahre sonst immer mit kompletter Montur und unter den Umständen, dass man jetzt quasi einfach nur zu so einer Besichtigung hinfährt. Und ja, es liegt halt im eigenen Ermessen, wenn jetzt ein Unfall ist, dann habe ich das zu verantworten. Aber es ist auch mehr jetzt Thema Aufbauschen als irgendwie, das ist wirklich, glaube ich, Nee, aber ich Thema finde, ist. da könnte man tatsächlich schon mal drüber sprechen. Weil ich finde, das ist schon so eine Sache. Erstens, man hat es sowieso immer selbst zu verantworten.
Und beim Thema Motorradfahren wird sich ganz schnell immer so beschwert, beziehungsweise viele fühlen sich dann irgendwie dadurch angegriffen, obwohl es ja komplett dein eigenes Ding ist. Und das tun dann vor allen Dingen, weil sie das ja woanders auch nicht machen. Ne? Also bei jeder anderen Sportart, die total gefährlich ist, hier irgendwie so Parkour-Leute, die über irgendwelche Häuserdächer springen oder sowas, die haben auch alle nichts an. Oder wenn du Fallschirm springst oder sonst irgendwas. Ja. Gut, beim Fallschirm ist auch, glaube ich, egal, ob du da noch irgendwas an hast. Habe ich auch wenn gerade das nicht gedacht. gut geht. Ja, aber so sämtliche andere Sachen. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht. Und ich bin gespannt zu lesen, wie eure Meinung dazu ist. Um zur Grotte zu gelangen, gilt es, 654 Stufen zu überwinden. Ich hoffe, die haben das hier alles gut gemauert, nicht, dass das gleich abbricht. Die Treppe führt uns entlang der gesamten Wand des Massivs von Capo Caccia. Oh, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Für Leute mit kaputten Knien ist das eher nichts. Wir sind da! Also ich habe jetzt weiche Knie. Für alle, die keinen Bock auf weiche Knie haben, gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Schiff direkt zum Eingang der Grotte zu schippern. Guck mal, da sind die Leute, die mit dem Boot ankommen. Die faulen Säcke. Am Eingang der Grotte kommen wir erstmal in einen großen Saal. Obwohl hier mehrmals täglich Führungen angeboten werden, ist nicht gerade wenig los. Die Neptungrotten repräsentieren ein beeindruckendes Naturschauspiel und haben ihren Namen von der römischen Meeresgottheit Neptun. Von oben tropft es, während ich unten über kleine Krater laufe. Die von der Decke hängenden Tropfsteine sind Stalaktiten. Und ihr Gegenstück sind die vom Boden emporwachsenden Stalagmiten. Sie sind wie eine Schale geformt, um Regenwasser zu sammeln, das von den Vögeln genutzt wird, die in diesem Meeresgebiet nisten. Wow, Schwalben. Anfassen der Stalaktiten ist übrigens strengstens verboten. Darauf hat die Führerin hier, sagt man Führerin, mehrmals hingewiesen. Also das haben sie nicht so gerne. Die Info kam allerdings erst, nachdem ich neugierig mit dem Fels auf Tuchfühlung gegangen war. Aber Ehrenwort, ich habe nichts kaputt gemacht. Pro Zentimeter braucht es ungefähr 300 Jahre, wenn so ein Ding entsteht. Nach dem ersten Saal kommt ein Abstieg hinein in Saal Nummer 2. Tock der Helm, tock der Arsch. Das ist schon ganz schön eng hier, ne? Ghosty, Ghosty. Apropos Ghosty, Klaustrophobie darf man hier auch nicht haben, sonst wird's schwierig. Hier befinden sich die kalkhaltigen Strukturen, die teils bis zu 9 Meter hoch werden. Plötzlich erfüllt eine Stimme die Hallen von Moria. Die Führung ist auf Englisch. Die faszinierenden Karstformationen wurden mit der Zeit von der Natur geschaffen und ihre Bildung liegt wahrscheinlich 2 Millionen Jahre zurück. Sowie in vielen anderen Höhlen der Region wurden Spuren gefunden, die eindeutig zeigen, wie sie schon von den Urmenschen für verschiedene Zwecke genutzt wurden. Der See hier hat salziges Wasser und seine Größe macht ihn zu einem der größten Salzseen Europas. Man kann sich gar nicht vorstellen, finde ich, dass das jetzt quasi nur ein Teil der Höhle ist. Es gibt noch wirklich einige Areale, die dann nur für Forscherteams zugänglich sind. Für uns Touristen ist hier ein klarer Bereich abgesteckt, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht noch woanders hin wollen, weil ich glaube, wenn das da nicht ganz sicher ist und so, man hat ja so schon das Gefühl, vorsichtig sein zu wollen, dass hier nicht irgendwas abbricht oder so.
Vor allem hier, wo der Fels nur einen schmalen Spalt zum Durchgang lässt. Die gesamte Grotte dehnt sich auf etwa 4 Kilometern aus. Ich muss gestehen, es ist irgendwie auch ein erleichterndes Gefühl, wieder das Tageslicht zu sehen. Unsere Empfehlung an euch: Mach es auf gar keinen Fall. Für so ein bisschen Stein 14 €. Die haben sie ja wohl nicht alle, dann die ganzen Touris. Nee. Natürlich nicht. Man muss natürlich klar sein, dass das hier schon sehr tourimäßig ist. Also man ist mit vielen Leuten unterwegs. Aber wenn man schon mal hier ist, dann kann man sowas auf jeden Fall mitnehmen. Es sind auf jeden Fall einige schöne Einblicke, die man so mitnimmt. Dann noch zusätzlich von Sardinien, weil das sieht man jetzt so von der Straße aus ja nicht. In diesem Sinne, auf die zweite Cardio-Einheit an diesem Tag. Die 654 Stufen im Freiluftstil wieder zurück. Lass uns doch das Boot nehmen, ich kann nicht mehr. Natürlich haben wir den Rückweg zu Fuß durchgezogen. Spoiler, am nächsten Tag grüßen die Waden mit einem Muskelkätzchen. Umso schöner war es, danach wieder auf die Afrika Twin zu steigen und den Ausblick fahrend zu genießen. Als wir auf dem Weg zu unserer liebgewonnenen Pizzeria sind, bleiben wir an einem Schaufenster stehen. Koralle, Koralle. Koralle, 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 Koralle. Alghero ist für sein rotes Gold, die Koralle, berühmt geworden. Die Küste ist relativ reich an diesem geschätzten Produkt, weshalb sie auch La Riviera del Corallo genannt wird. This is the coral with a sort of skin. The real color is inside. This is with the skin, but the water you can see the red color. You can find deep red or more light. Die erste Schicht der Koralle wird durch Reibung und Wasser abgetragen. Now you can see the color, but anyway it's not shining. It's clear. And now ready. Die Stadt Alghero verleiht den Läden, die echte Korallen verkaufen, dieses A. Das heißt, alle Läden, die das A nicht haben, machen eventuell Fake-Korallenprodukte. Und das ist wohl hier auch sehr häufig. Das erkennt man auch daran, dass die dann sehr, sehr billig sind, diese Produkte. Nach diesem informativen Besuch gibt's dann eine richtig leckere Pizza, die wir uns an gleich 2 Abenden hintereinander gönnen. Das ist meine Hand. Ich habe wirklich eine große Hand und das ist eine riesige Pizza. Wow. Unser Fazit lautet: Alghero selbst ist jetzt, wie ich finde, nicht die wunderschönste Stadt. Also es ist sehr, ein bisschen Großstadt-Flair. Aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort kann man hier als Reisender einen guten Ruhetag einlegen und sich die Beine in der Neptungrotte mit imposanten Eindrücken aus der Natur vertreten. 41 Kilometer kommen durch Hin- und Rückfahrt zur Grotte zustande. Mit den beiden weiteren Nächten, die wir im Oasis Hotel verbringen, zahlt jeder von uns 78 € für die Unterkunft und das Essen für 2 Tage schlägt mit 15 € zu Buche. Gesamtkosten für die Reisetage 15 und 16 107 €. Ein neuer Morgen beginnt, ein neuer Tag beginnt. Wir haben frische 13 Grad. Wir fahren jetzt erstmal zu einem Noragem-Turm. Oh, was hat wer hier zu tanken? Oh, teure 1,82 und super voll. Ja, aber gut. Wat mut, dat mut. Ohne Benzin keinen Spaß. Also den Tank voll gemacht und der Spaß kann weitergehen. Schön hier durch grüne Sträßchen. Hier und da halt Müll. Müll ist echt ein Ding hier. Das war uns in den letzten Tagen schon aufgefallen. Die Gründe für Sardiniens Müllproblem sind vielseitig.
Zum einen ist die Insel ein beliebtes Reiseziel und der Zuwachs von Touristen führt zu einer erhöhten Abfallproduktion, wodurch in den Monaten der Hochsaison die Abfallentsorgung überlastet sein kann. Zum anderen wird der Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, da in bestimmten ländlichen oder abgelegenen Gebieten die Infrastruktur zur effektiven Abfallentsorgung fehlt. Einige entsorgen ihren Müll einfach in der Natur, wodurch illegale Deponien entstehen. Sardinien hat zwar schon Fortschritte bei der Abfallwirtschaft gemacht, das Thema Recycling und nachhaltige Abfallentsorgung ist aber nach wie vor groß. Hier, Plastik, 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 Plastik. Plastik, Plastik, Zigaretten, Plastik. Das ist schon crazy so, ne? Wenn man sich hier, oder guck mal hier in dem Schaum da. Lokale Behörden wirken dem mit Aufklärungskampagnen, verbesserter Entsorgungsinfrastruktur und vermehrten Kontrollen zur Verhinderung illegaler Müllablagerungen entgegen. Ich hoffe sehr, dass es fruchtet. Ja, das mit den Noragentürmen ist gar nicht so leicht, da an einen dran zu kommen und einen zu finden, der auch einigermaßen erkennbar ist, weil ansonsten sind es oft einfach nur so alte Felsstücke, die man da so rumliegen sieht. Aber es ist im Navi so verzeichnet, dass es wohl einer sein soll. 30 Kilometer von Sassari entfernt liegt die Küstenstadt Porto Torres. Kaum dort angekommen, steuern wir geradewegs auf eines ihrer Wahrzeichen zu, den Torre del Porto. Der Turm wurde im 16. Jahrhundert erbaut und gehört zu dem Netzwerk von Wachtürmen, die entlang der Küste errichtet wurden, um vor Überfällen und Piratenangriffen zu schützen. Und hier ist der Strand. Delfine besichtigen kann man hier übrigens auch. Ich meine jetzt nicht diesen kleinen Tondelfin, sondern es gibt hier wirklich geführte Delfin-Watching-Touren mit dem Boot. Genau, das haben wir uns natürlich alles angeschaut, aber nicht aufgenommen. Nicht ganz so spektakulär, aber genauso schön anzusehen sind die über der Brandung fliegenden Vögel, die hier alle Register der Flugkünste ziehen. Wir nutzen die Gelegenheit für einen kleinen Stopp am Meer. Von Porto Torres geht es jetzt zu Campingplatz, ganz oben an einer kleinen Inselformation. Jetzt geht es hier so richtig schön mit leichten Kurven ab in die grünen Berge. Vor uns dunkle graue Wolken. Bisher hatten wir wirklich Premium-Sonnenwetter und blauen Himmel während der Zeit auf Sardinien. Das ist ab heute schlagartig vorbei. Ja, jetzt fängt es wirklich ja noch an zu regnen. Der Regen hat uns nun wirklich eingeholt. Wir fahren hier über so kleinere Sträßchen nun. Weiter durch die Berge. Hier noch so ein paar Kühe, die am Grasen sind. Ja, heute ist echt frisch, ey. 16 Grad jetzt. Puhu. Kurz vor dem Ziel des heutigen Tages lässt der Regen nach. Nur die großen Pfützen auf der Straße zeugen noch von dem nassen Wetter und schenken uns eine Unterbodenwäsche for free. Unmittelbar hinter den bunten Lettern, die den Namen der Küstenstadt Palau auf die Verkehrsinsel schmettern, erstreckt sich einer der bekanntesten Strände in der Nähe der Stadt, der Spiaggia dell'Isola dei Gabbiani. Er wird vor allem wegen seiner wunderschönen Landschaft aus malerischen Klippen und mediterraner Vegetation geschätzt. Und Ist ja richtig, es ist so richtig so eine Kitesurfing-Area hier. Ja, hier kann man also Kitesurfen. genau, besonders beliebt ist dieser Strand bei Wind- und Kitesurfern, da das Lüftchen, was hier weht, optimal für diese Sportart ist. Eine aus aufgehäuftem Sand bestehende Straße führt uns rüber zur Insel, auf der ein Campingplatz liegt. Ordentliche kleine Flicken. Der Versuch, Slalom um die Löcher im Boden zu fahren, ist hier vergebens und macht mich irgendwie ganz grauselig im Kopf. Korokoko. Korokoko. Ein Krokodil.
da jetzt die nächsten Tage hier wirklich Unwetter sein soll, Regen ohne Ende, die von der Rezeption hier sagte, ihr wollt zelten, lasst es besser. Wir zelten jetzt trotzdem aber auf eine sehr luxuriöse Art. Und da sind wir schon. Einfach mal hier vorgeparkt, angekommen mit einem Olivenbaum. So, hier sind unsere schönen Motorräder und hier geht es auf unsere Veranda. Falls das Wetter doch noch mal gut werden sollte, wir haben ja noch 2 liegen. Oh, ist das schön. So, wir gehen jetzt hier zum ersten Mal rein. Wir ziehen die Schuhe aus. Ordnung muss ja sein. Oh, es ist warm hier drin. Es sind nämlich hier richtige Zeltwände. Das ist so eine LKW-Plastikplane. Aber wir haben hier eine Heizung drin. So, und jetzt gucken wir mal hier einmal. Wie sieht es aus hier? Badezimmer. Ja, eine eigene Dusche, Toilette, Waschbecken. Was will man mehr? Und es gibt auch einen Fridge. Einen Kühlschrank hier. Wir gehen dann gleich erstmal ein Weißweinchen holen, ne? Der kommt dann mal rein. Ja, also was soll man sagen? Ich bin total happy, dass wir das jetzt hier haben. Die raue See schlägt bis an unsere Fenster. Und nach dem Regen kommt der Bogen. Doppelbogen ist es sogar. Der schöne Nebeneffekt vom Zelten ist, dass man die normalsten Dinge wieder wertschätzt. Sowie Strom und Licht auf Knopfdruck und noch vieles, vieles mehr. Eine Nacht im Luxuszelt kostet pro Person 36,50 €. Heute haben wir 206 Kilometer zurückgelegt. Ich tanke für 29 € und esse für 13. 78,50 € sind also die Gesamtkosten für diesen Tag mit Übernachtung, Essen und Benzin. Kaum erwacht, zieht es uns heute aus den Federn schnurstracks in die Motorradstiefel. Denn wir haben eine Mission. So, wir fahren jetzt zum Nuragen-Turm. Also das ist halt so ein kleiner Tagesausflug, den man ganz gut machen kann von dem Isola dei Gabbiani Campingplatz Land of Water. Oh, das ist er. Wir haben jetzt Eintritt bezahlt für den Nuragen-Turm, der hier hinten zu sehen ist. Da können wir jetzt gleich auch rein. Ich habe jetzt mal gerade gefragt, Nuragen heißt die Einzahl von Nuragen-Turm und Nuragi ist dann die Mehrzahl. Wenn es mehrere Türme sind, dann sind es die Nuragi-Türme. Nuragen sind prähistorische Turmbauten, die in großer baulicher Vielfalt auf Sardinien zu finden sind. In der Antike war Sardinien von verschiedenen Kulturen bewohnt, darunter auch die Nurager, ca. 1800 v. Chr. bis 238 v. Chr. Sie errichteten diese beeindruckenden Steintürme. Anschließend wurden sie zeitweise sogar von den Römern genutzt. Das bedeutet, das Ding hier ist mindestens 3.500 Jahre alt. Schon spannend, wenn man guckt, hier die angehäuften Steine. Und es steht immer noch wie am ersten Tag. Naja, nicht so ganz. Früher sahen die Türme mal so aus. Beziehungsweise das ganze Dorf. Das ist ja hier eine Siedlung, wie hier steht. Deren Zweck umstritten ist. Wobei hier vor Ort jetzt die Information ausgegeben wird, dass diese Handwerkssiedlung, diese Siedlung, die wir hier sehen, wohl für handwerkliche Tätigkeiten konzipiert waren, wie zum Beispiel das Backen von Broten oder Töpfern von Gefäßen. Diskutiert wurde sowohl eine Nutzung als Kultstätte, Grabanlage oder in neueren Untersuchungen favorisiert als Wohn- und Befestigungskomplex. Vom Vorgarten geht es nun ins Hauptgebäude. Wow! Nuragentürme sind meist aus großen Steinblöcken konstruiert, die ohne Mörtel aufeinander gestapelt sind, oft konisch oder zylindrisch in ihrer Form. Die zentrale Kammer im Inneren des Hauptturmes ist hier noch immer etwa 7 Meter hoch und besteht aus kreisförmigen Steinreihen, die nach oben hin allmählich kleiner werden. Einige Nuragen haben sogar mehrere Stockwerke.
Ich bin ja auch mal wieder der Meinung, es ist von Menschen gar nicht möglich, sowas zu bauen. Das stammt alles von Aliens. Leute, von Aliens. Ja, genau. Es gibt genug Spinner, die das sowas meinen. Nicht zu verwechseln sind die Nuragentürme mit den Piratentürmen, wie den wir in Torre dei Corsari gesehen haben. Die Piratentürme wurden in der frühen Neuzeit gebaut, als die Piraterie im Mittelmeerraum ein ernstes Problem darstellte. Die Signaltürme wurden von den sardischen und spanischen Behörden errichtet, mit der Hauptfunktion, herannahende feindliche Schiffe zu erspähen und die Bevölkerung zu warnen. Sie sind meist niedriger, dicker und rechteckiger als die Nuragen. Außerdem wurden sie häufig aus Stein und Mörtel gebaut und verfügen über Schießscharten oder andere Elemente zur Verteidigung. Das nur mal so dazwischen geschoben. Zurück zum Nuragenturm und seinem umliegenden steinernen Dorf. Wer Sardiniens Kultur besser kennenlernen möchte, dem empfehlen wir, sich hier die Beine zu vertreten und dabei spannende Einblicke in die Geschichte dieser Insel zu erhaschen. Oh, hier mal so eine Nacht schlafen? Könnte ein bisschen zwiebelig werden. Riesige Ameisen. Ja, es ist natürlich alles hier prähistorische Tiere. Man hat jetzt den Vergleich nicht, aber so eine Ameise ist ungefähr so, ungefähr die Größe wie ein Meerschweinchen. Was man auch noch sagen kann, also falls sich jemand dafür interessiert, sich sowas anzugucken, ist wahrscheinlich diese Region hier am besten dafür, weil man eben in so einem Radius von wahrscheinlich so 6 Kilometern eine Anordnung verschiedener Bauwerke hat. So geht's wieder zurück auf die Motorräder, wo wir das fantastische Wetter bei Fahrtwind genießen. Mit dem Ausflug zum Turm kommen wir heute auf 61 Kilometer. Der Eintritt war mit 4 Euro pro Person beglichen. 18 Euro brauchte es, um den Tank der Afrika Twin wieder voll zu machen. Für Essen zahlt jeder von uns für heute und morgen insgesamt 23 Euro. Die 2 weiteren Nächte ergeben 78 Euro für die Unterkunft. Somit beläuft sich der Gesamtpreis für Reisetag 18 und 19 auf 118 Euro pro Person. 9:30 Uhr. Auf uns wartet da hinten eine dicke graue Wetterfront. Da müssen wir jetzt leider rein, aber wir wollen uns heute noch, an dem Tag, wo unsere Fähre geht, Bitti angucken. Die letzten Tage im Premium-Zelt haben wir bei traumhaftem Ambiente nochmal so richtig die Seele baumeln lassen. Hey, das ist so schön hier. Einfach aufzustehen, aufs Wasser zu gucken. Ja, ich genieße es einfach sehr. Nun heißt es also Abschied nehmen von dieser Insel, die uns eine einzigartige Kombination aus natürlicher Schönheit und kulturellem Reichtum geschenkt hat. Das Gepäck ist wieder auf den Motorrädern verzurrt. Als Andenken an diese Reise wird mich der angetrocknete Sand an der Afrika Twin noch ein Stück begleiten. Jetzt noch abmelden vom Campingplatz und dann geht es los in unseren letzten Fahrtag auf Sardinien. Ein letztes Mal beobachten wir die Surfer in den türkisblauen Buchten, wie sie sich von Wind und Wellen treiben lassen. Tschüss, du kleine Insel, es war ein Genuss mit dir. Und so fahren wir vom Paradies geradewegs in die graue Wand aus Wolken hinein. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, nach Bitti zu kommen von der Isola dei Gabbiani. Ich habe jetzt die gewählt, die mehr durchs Landesinnere geht. Ich fand, die Straße sah irgendwie ein bisschen netter aus, mit ein paar mehr Kurven. Ich bin sehr gespannt, ob wir heute noch nass werden. Diese Felsformationen sind echt mit das Schönste, was Sardinien hat, finde ich. Vorsichtig, ist irgendwas ausgelaufen? Das ist Farbe. Als ob Sardinien Erbarmen mit den wettergefrusteten Deutschen hat, klaren die Wolken langsam aber sicher auf. Boah, das ist so geil mit den Bergen hier. Ich finde ja, das Landesinnere von Sardinien
ist mindestens genauso schön wie manche Teile an den Küsten. Ja, man hat halt im Voraus, wenn man sich so informiert, liest man so oft die SS 125, geilste Straße, super mega. Dann fährt man die und stellt zwar fest, ja, es gibt wirklich Teile der Straße, die sind Bombe, aber es gibt auch ganz viele Abschnitte von dieser Straße, die sind gar nicht mal so geil. Und dann entdeckst du so eine Straße hier, von der ich vorher nie was gehört habe und denkst dir so, okay, also finde ich aber mindestens genauso geil. Kleiner Geheimtipp also für euch, hier diese Straße mal auszuchecken. Der Norden Sardiniens ist von Granit dominiert. Die abwechslungsreiche Landschaft aus Bergen und Küste macht das Motorradfahren hier zu einer nie langweilig werdenden Aktivität. Vor allem hier im Landesinneren führt die Strecke durch malerische Hügel und traditionelle sardische Dörfer. Die Straßen in diesem Teil Sardiniens sind wirklich in einem richtig guten Zustand und top ausgebaut. Allerdings noch nicht durchgehend. Von 1A glattem Asphalt wechselt dieser plötzlich zu einem Flickenteppich. Aber gute Nachrichten für alle, die nach uns diese Strecke noch fahren. Baustelle, wir dürfen aber fahren, okay, da wird noch Beton gemischt. Also ja, wir sind dabei, die Straße zu erneuern. Neben Löchern im Asphalt ist nach Kurven auch immer mit Tieren auf der Straße, statt hinter Zäunen zu rechnen. Zeit, sich die sardischen Kühe mal genauer anzuschauen. Diese Kühe? Ja, die sind hochgradig aggressiv. Du machst dich lustig. Du fährst jetzt hier lang und gibst dir einen Klaps auf den Hintern. Nee, das traue ich Soll nicht. ich mal machen? Nein, die hat Hörner, die sind scharf. Oh, die wird aggressiv. Oh, die stolpert. Ui. Ey, und hier können die einfach frei rumlaufen. Will hier eine Kuh sein, da hast du ja auch... Ja, aber die können doch frei auf die Straße laufen, weißt du, ne? Ja, aber warum, wenn du das hier hast, warum sollst du frei auf die Straße laufen? Ja, ja. Ich glaube, wir sollen uns hier drehen, oder? Was sagt mein Navi? Ich weiß nicht, ob man hier fahren darf, Julian. Da ist noch eine große Kuh. Die kommt da auf uns zu gerade. Die kommt nicht auf uns zu, die läuft weg. Die läuft weg. Ja. Also wir kommen auf die zu. Oh je, die ist auch schon was älter. Ja, die geht zum Angriff über. Die macht sich bereit. Die ist ein bisschen süß. Nee, die sind einfach nur interessiert. Oh, da ist noch eine. Vielleicht ist das hier auch eine Kuhstraße. Du hast ja wirklich ein bisschen Angst vor Kühen. Ja, ne? habe ich. Ich hatte einfach mal eine Kindheitserfahrung. Da bin ich zu so einer Wiese, wo Kühe drauf waren, mit meinem Catcar hingefahren. Und plötzlich kamen alle Kühe auf mich zugerannt. Und das waren bestimmt so 30 Stück oder so. Und das hat mich doch ein bisschen erschreckt. Da sind Hunde. Ja, Hunde geil, Julian. Hunde. Das ist aber jetzt wirklich für mich ganz furchtbar. Was machen wir denn jetzt? Julian. Hunde findest du auch nicht so toll, ne? Julian, lass uns bitte jetzt. Ich drehe mich um. Doch. Guck mal, wie die guckt. Die ist enttäuscht. Die guckt so. Ich will nicht am letzten Tag noch von einer Kuh aufgespießt oder von einem Hund gebissen werden. Ich glaube, was Tiere angeht, haben wir verschiedene Meinungen. Das mag sein. Du magst auch Esel nicht. Ich bin auch Esel. Hä? Das stimmt gar nicht. Du hast letztens noch gesagt, beim Spazierengehen, Esel gehört alle eine Wurst. Das ist einfach eine Lüge. Ich möchte eine Kuh anfassen. Aber die weiße ist mir ein bisschen suspekt. Oh, das ist eine Albino-Kuh. Caro, du hältst an, hier sind tolle Kühe und du hältst an, um die 2 hässlichsten Kühe, die hier sind, zu fotografieren. Damit hätten wir die deutsch-sardische Mensch-Tier-Beziehung dann auch gestärkt. Die Kühe und ich, wir sind jetzt wieder miteinander versöhnt. Ach so, und das mit den Eseln, die in die Wurst gehören, das war natürlich wirklich reine Ironie. Schließlich liebe ich auch Pferde. Das ist Bitti, ne? Wo wir gerade drauf zufahren. 5 Minuten, 3,4 Kilometer, das kann passen. Jo, das passt. Also Bitti überrascht mit einem Understatement irgendwie so. Der Underdog unter den Touristenstädten. Nicht. Da ist die Polizei. Was will die Polizei denn hier? Was ist passiert? Hat er alles okay? Wir können weiterfahren? Oder? Ach so, der schützt die Kinder.
Oh, guck mal, wie nett. Uiuiui, das sind aber Kurven hier. Ganz knapp. Fast hätten wir noch diesen Hund überfahren. Oder war es doch eine Maus? Da gibt es irgendwas zu feiern, glaube ich, ne, mit den kleinen Fahnen. Die Stadt Bitti liegt auf etwa 500 Höhenmetern und ihre Sehenswürdigkeiten sind neben den beeindruckenden Wandmalereien eine Kirche und ein Museum, wo die traditionelle Lebensweise der sardischen Landbevölkerung vorgestellt wird. Unfassbar tolle Straße. SP 50. Die Umgebung von Bitti bietet zahlreiche Wanderwege rund um den 1400 Meter hohen Monte Gonare. Hier an der Ostküste von Sardinien, sagt man, leben mit die ältesten Menschen der Welt. Vor allem auch sehr viele 100-Jährige. Und man nennt das Ganze auch die blaue Zone. Also das heißt, das Durchschnittsalter der Männer beträgt 79, irgendwas und das der Frauen 85 Jahre. Warum das so ist, liegt es daran, dass die Menschen hier viel an der frischen Luft sind, in der Natur, weil sie ihre Schafherde hüten oder ob es einfach an dem guten Wein liegt, den sie hier auch gerne trinken oder auch das gute Essen. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass hier an der Ostküste Sardiniens viele 100-Jährige leben und die Menschen älter werden als auf anderen Teilen der Erde. Genauso wie die Tiere. Diese Biene zum Beispiel geht stramm auf die 70 zu. Ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber ja, warum eigentlich nicht? Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. You cannot save me. Von Bitti aus geht es dann zurück in Richtung Küste, an der entlang wir bis nach Olbia fahren, da dort abends unsere Fähre ablegt. Die SP 24 und auch die verspricht so einige schicke Kurven. Einige davon sehen wir uns hier gerade schon an. Ist das mal vielversprechend, Freunde? Boah, Hammer. Ich will jetzt nicht sagen Transfagaraschan-like, weil das ist mal wirklich nochmal was schwer zu toppen ist, aber so von dem Ausblick auf die Kurvenführung an sich ist es schon sehr ähnlich. Transfagaraschan, Video verlinke ich euch. Eine Straße Rumäniens, die man wirklich befahren haben sollte. Ja, und wie schön das jetzt ist, hier so im Herbst entlang zu fahren, ne? Wo war der denn mit seinem Auto? Das war ja mal mehr meine Spur als seine. Als ich hier lang fahre, denke ich an einen Spruch, den ich letztens gelesen habe. Als Gott die Welt schuf, vergaß er versehentlich Sardinien. Als ihm dies auffiel, warf er einen Felsen ins Wasser und versammelte auf ihm die schönsten Dinge, die er bisher auf der Erde geschaffen hatte. Was meint ihr? Ist da was dran?
kleine Pause hier, bevor es dann endgültig nach Olbia geht. Hier wird auf jeden Fall gefischt. Ist klar, warum hier gerade die Möwe so auf ihren Platz beharrt hat. Die hat hier, glaube ich, gerade was gefressen. Einen halben Fisch. Lecker. Bäh. So haben wir aus diesem letzten Tag auf der Insel Sardinien noch das Beste herausgeholt. Als wir in Olbia den Hafen erreichen, geht die Sonne bereits unter und schenkt uns eine wunderschöne Atmosphäre an diesem lauen Oktoberabend. Dies sind nun die letzten Meter für heute. Als wir vor 16 Tagen auf diese Insel kamen, war sie uns beiden noch völlig unbekannt. Jetzt fahren wir mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen zurück nach Hause und haben wieder ein Stück mehr von der Welt gesehen. Eine Sache, die uns von innen heraus erfüllt und sehr, sehr glücklich macht. Ja wohl hier so ein Schnürsenkel. Seemannsgarn ist das. Seemannsgarn, das glaubst du ja wohl selber nicht. Hier links und rechts ein Schnürsenkel und da oben soll ich pennen und da unten Julien und wenn ich morgens aufwache, lege ich eine Etage tiefer und der Mann ist platt wie eine Flunder. Ein letzter Blick auf die Lichter des im nächtlichen Glanz erstrahlenden Hafens, der je weiter das Schiff auf das Meer hinausfährt, in der Dunkelheit verschwindet. Auf geht's zurück zum Festland. Vor uns liegt eine ziemlich enge Nacht. ...260 Kilometer haben wir bis Olbia zurückgelegt. Dabei habe ich den Tank für 24 € gefüllt. Die Fährfahrt samt Zimmer mit Fenster schlägt pro Person mit 112 € zu Buche. Lebensmittel brauchten wir heute nicht zu kaufen und so belaufen sich die Kosten für diesen letzten Tag auf Sardinien auf 136 €. Auf dem Heimweg bleiben wir noch 2 Nächte im Allgäu. 53 € pro Person pro Nacht kostet das Hotel hier. In dieser Zeit isst jeder von uns für 46 € und wir wandern für 7,50 € pro Person durch die Staatslachklamm. Auf dem 1280 Kilometer langen Heimweg tankt die Afrika Twin für 88 €. Er gibt für die letzten 3 Reisetage Kosten von 247,50 €. So zahle ich für 23 Tage auf Reise und 4.180 Kilometer mit der Afrika Twin insgesamt 1.532 €. Der größte Kostenpunkt sind hier die Übernachtungen mit 817 €. Da sind die beiden Fährfahrten mit inbegriffen. Der Treibstoff für die Afrika Twin kostet mich 338 €. Für Lebensmittel gebe ich 302 € aus. Der durchschnittliche Preis für eine Übernachtung beläuft sich auf 37 €. Für das Benzin 15 € pro Reisetag und 13 € für Lebensmittel am Tag. Also kostet ein Reisetag im Schnitt 65 €. Um zu wissen, was wir als Paar für so eine Reise zahlen, müsst ihr den Preis für alles einfach verdoppeln. Außer beim Tanken. Da hat die Tenere immer ein paar Cent weniger verbraucht. Danke fürs Zuschauen.
Wenn noch nicht geschehen, das Video liken und den Kanal abonnieren für mehr Motorradreise-Inspiration. Bis zum nächsten Abenteuer auf 2 Rädern. Wir sehen uns! Wow! Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken.